Heute zeigen wir euch die Alblochschlucht. Wer Schluchten mag, der sollte unbedingt das Albloch bei Dornbirn besuchen. Es erwartet euch eine der spektakulärsten Schluchten, die ihr je gesehen habt. Versprochen! Der Eingang zur Schlucht liegt etwas hinter dem Staufensee. Schon kurz nach Beginn kommt einem irgendwie der Gedanke, dass hier irgendwo der Eingang zum legendären Zwergenreich Moria verborgen sein könnte. Die Rappenlochschlucht war schon beeindruckend. Doch nach wenigen Schritten über den Holzsteg geht es hier gleich in die Vollen. Es eröffnet sich eine andere Welt. Wir folgen dem Weg immer tiefer in die Schlucht. Ein Gefühl von Ehrfurcht macht sich breit, wenn wir die mächtigen, teils bizarr geformten Felsen betrachten. Wenn man sich vorstellt, welche Kräfte hier gewirkt haben, um all dies zu erschaffen, dann lässt einen dies sich innerlich verneigen. Unsere Natur ist einfach immer wieder für ein neues Kunstwerk gut. Kaum zu glauben, dass dies alles von Wasser geschaffen wurde. Welche Geschichten mögen sich die Menschen in Urzeiten über die Entstehung der Schlucht erzählt haben? Wir hätten sie gerne gehört. Der Steg schlängelt sich eng am Felsen entlang, durch die sich in abstrakter Schönheit präsentierende Natur. Insgeheim hoffen wir, dass es noch lange so weitergeht. Doch langsam aber sicher kommen wir dem Licht immer näher. Welche Landschaft wird sich wohl nach der schmalen Passage präsentieren? Die Stelle hier lädt schon fast zum Baden ein. Bevor es weitergeht, werfen wir nochmals einen Blick zurück. Mit jedem Schritt wird uns immer klarer, dass die Lobeshymnen für einmal halten, was sie versprechen. Tatsächlich ist dies eine der schönsten Schluchten, die wir je durchwandert haben. Doch das Abenteuer ist noch nicht zu Ende. Auch wenn der Talkessel nun etwas breiter wird, so ist das, was unsere Augen geboten bekommen, einfach nur atemberaubend schön. Immer noch verläuft der Weg über abenteuerliche Stege, die sich gut in die beeindruckende Landschaft integrieren. Die Alblochschlucht wurde übrigens durch einen Gebirgsdurchbruch des kleinen Flusses unter uns, der auf den Namen Dornbirner Ach hört, gebildet. Das Wandern auf dem Holzsteg neigt sich dem Ende entgegen. Die Engstelle ist überwunden. Vor uns liegt ein etwas breiteres Tal, wobei die mächtigen Felswände den Fluss immer noch flankieren.
Mit etwas Wehmut schauen wir nochmals auf den Ausgang des engsten Teils der Schlucht zurück. Der Wanderweg bietet nun mehr Platz, ist aber nicht minder schön angelegt. Ab und an gibt es jetzt auch Sitzgelegenheiten am Wegesrand, welche den Besucher zu einer Pause einladen. Es lohnt sich auch immer mal wieder, in die Höhe zu blicken. Hier sehen wir beispielsweise ein Abri, eine Felsvertiefung. In der Steinzeit hat der Ort womöglich als Rastplatz für Jäger gedient. Etwas vor uns sehen wir nun einen der Gegenwart. Neben einer Bank gibt es auch einen Tisch fürs Picknick. Der Schlussanstieg beginnt. Die Anstrengung hält sich dabei in Grenzen. Doch die Schauwerte am Wegesrand sind beeindruckend. Ein mächtiger Felsbrocken türmt sich plötzlich auf, als wäre er von einem Riesen in die Landschaft geworfen worden und liegen geblieben. Wir schreiten durch den schönen Wald, der von kleineren Felsen gesäumt ist. Kurz vor dem Ende der Wanderung versetzt uns Mutter Natur abermals ins Staunen. Wir stehen vor einer weiteren mächtigen Felsformation, auf welcher alte Bäume thronen. Ihre Wurzeln scheinen mit dem Stein verschmolzen zu sein. Was für ein Kunstwerk! Wir können uns kaum daran satt sehen. Kurz danach kommt ein Wegweiser, der für heute das Ende markiert. Das war eine wunderschöne Schlucht. Also, wer das Rappenloch schon durchschritten hat, der sollte unbedingt weiterlaufen und auch die Alblochschlucht mitnehmen. Denn sie ist einfach, wie ihr gesehen habt, atemberaubend. So, das war's wieder für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video.